Hallo und herzlich willkommen zu einem ausnahmsweise sehr ernsten TWS-Video. Denn Ende Dezember 2019 und Anfang Januar 2020 sind ein paar Dinge passiert, die mich als Kanalbetreiber letztlich dazu veranlasst haben, bestimmte Videos in meinem Kanal dauerhaft zu löschen. Daher möchte ich euch in den folgenden Minuten über 3 Dinge informieren. Erstens, euch eine kurze Zusammenfassung der Ereignisse rund um den kanadischen YouTube-Kanal Sword & Steel geben, gegen den die spanische Firma Green Stuff World kurzzeitig vorgegangen war. Zweitens, und das ist zugleich der wichtigste Punkt, anhand einiger Beispiele darlegen, wie die spanische Firma Green Stuff World in den vergangenen Jahren zum Teil agiert hat. Und drittens, dass ich aufgrund dessen keine Produkte mehr von Green Stuff World vorstellen, empfehlen oder verlinken werde und einige ältere Videos hierzu aus dem TWS-Archiv komplett entfernt habe. Starten wir mit Punkt 1, den aktuellen Ereignissen. Am 28. Dezember 2019 veröffentlichte die kanadische YouTuberin Naomi auf ihrem Kanal Sword & Steel ein Video zu den Ende Oktober 2019 erschienenen Vallejo-Farben, die mittlerweile The Shifters heißen. Naomi hatte diese Farben aber noch unter ihrem ursprünglichen Namen Color Shift gekauft und im Videonamen entsprechend noch Color Shift genannt, sowie im Video selbst die ursprünglichen Packungs- und Fläschchen-Designs gezeigt. Etwa 2 Tage nach der Veröffentlichung war Naomis Video von YouTube offline geschaltet und Naomi selbst zudem von YouTube mit einer Verwarnung belegt worden, einem sogenannten Strike. Die Offline-Schaltung geschah auf Betreiben der Firma Green Stuff World, die seit dem 31. Oktober 2019 die Rechte an der Bezeichnung Color Shift als Markenname für Spanien besitzt und ihr Markenrecht auf diesem Wege schützen wollte. Farbhersteller Vallejo hatte, wie gerade erwähnt, diese Farben aber bereits in The Shifters umbenannt, aber davon wusste Naomi leider nichts. Und so wandte sich Naomi zunächst an YouTube und bekam zwecks möglicher Klärung die Firma Green Stuff World als direkten Ansprechpartner genannt. Naomi schrieb Green Stuff World umgehend an und erhielt nach kurzem Schriftverkehr die Zusage, dass Green Stuff World sich mit YouTube in Verbindung setzen würde, um den entstandenen Schaden von Naomi abzuwenden. Dies ging glücklicherweise auch binnen etwa eines Tages und auch Naomis ursprüngliches Video war mit einem neuen Titel und geänderten Thumbnail dann wieder online. Am 31. Dezember 2019 hatte die YouTuberin zudem auch eine eigens zensierte Version hochgeladen. Und in einem weiteren Video vom 30. Dezember 2019 beschreibt Naomi den ganzen Ablauf nochmal aus ihrer Sicht. All diese 3 Videos habe ich oben und in der Videobeschreibung verlinkt. Fassen wir einfach nochmal kurz zusammen. Vallejo veröffentlicht Ende Oktober 2019 neue Farben namens Color Shift. Die Firma Green Stuff World hatte Farben mit dieser Bezeichnung bereits im Sommer 2019 veröffentlicht. Am 31. Oktober erhält Green Stuff World nach vorherigem Antrag für Spanien die Rechte an dem Markennamen Color Shift. Am 28. Dezember 2019 veröffentlicht Naomi ihr Video und etwa 2 Tage später lässt Green Stuff World über YouTube Naomis Video sperren. Etwa einen weiteren Tag später hat Green Stuff World gegenüber Naomi quasi alles wieder zurückgenommen. Zum Rechtsstreit zwischen Green Stuff World und Vallejo um den Markennamen Color Shift muss man allerdings noch ergänzend sagen, dass diese Bezeichnung im Hobbybereich weit verbreitet ist und viele Farbhersteller die Bezeichnung Color Shift seit Jahren nutzen. Also schon lange, bevor Green Stuff World ihre Farben überhaupt auf den Markt brachte. Außerdem hat sich Green Stuff World diesen Markennamen nur für Spanien und nicht weltweit eintragen lassen. Dennoch war ich persönlich zunächst geneigt, Naomi nur als unglückliches Opfer in einem Markenrechtsstreit zwischen Green Stuff World und Vallejo zu sehen. Ich empfand es auch als rechtens, dass Green Stuff World ihren eingetragenen Markennamen schützen wollte. Natürlich hätte man das mit Naomi auch anders und ohne vorübergehenden YouTube-Strike lösen können. Aber immerhin wurde die Sache ja auch schnell wieder bereinigt. Allerdings war mittlerweile auch ein gewisser Shitstorm über Green Stuff World hereingebrochen und auf den verschiedensten Plattformen wurde intensiv über den Fall diskutiert. Ob dies aber Green Stuff Worlds Einlenken beeinflusst hat, wäre aus meiner Sicht reine Spekulation. Am 2. Januar 2020 erhielt ich auf Anfrage an Green Stuff World übrigens folgende Stellungnahme mit diesen Worten: We have been in direct contact with Naomi from Sword & Steel all the time. Laut Naomi stimmt dies aber nicht, denn der Kontakt kam erst auf Naomis Bestreben und nach dem Abschalten ihres ursprünglichen Videos zustande. All the time ist das für mich nicht. We were not really aware of the actions that YouTube would take and the consequences these would have. We thought
there would be simply a warning, so then we could talk. Der Kontakt zu Naomi hätte durchaus schon früher und natürlich direkt gesucht werden können, beispielsweise über ihre Facebook-Seite oder über ihre E-Mail in ihrem YouTube-Impressum. We are a small family business. This is my hobby and my life, and I'm very proud of what we have been achieved after many years of hard work. And it hurts me deeply that in a matter of hours hundreds of people are destroying it. For all this, because the damage to the Sword and Steel channel has been corrected, and it was never intended, I would like to ask you, please help to return this situation to normal and stop this madness. Hiernach war ich persönlich noch für einen Moment geneigt, Green Stuff World als Opfer in dem Rechtsstreit mit Vallejo anzusehen. Doch beim Lesen der zahlreichen Kommentare auf YouTube, Facebook und dem Newsportal Brückenkopf Online stieß ich dann auf ein paar Andeutungen, dass es Green Stuff World mit dem Copyright oder Urheberrecht selber nicht immer ganz so genau nimmt. Daher kommen wir nun zu Punkt 2, dem Agieren von Green Stuff World in den vergangenen Jahren gegenüber einigen Herstellern bzw. Händlern. Ich habe hierzu einige längere Telefonate geführt, um mir die folgenden Sachverhalte möglichst genau und aus erster Hand schildern zu lassen. Im Zeitraum von 2010 bis 2012 entwickelte der deutsche Modellierer Stefan Nihus sein sogenanntes Tube-Tool. Die Grundidee stammte aus Experimenten mit einer Gewindestange, um Strukturen an Fußballer-Stutzenstrümpfen darzustellen. Mit seinem Tube-Tool kehrte er dieses Verfahren quasi um mit geriffelten Platten auf Modellierpasten verschiedene Strukturen zu erzeugen, zum Beispiel für Schläuche. Sein Tube-Tool vertrieb Stefan dann in Eigenregie und ab 2013 unter anderem auch über die deutschen Händler PK Pro und Battlefield Berlin. Am 12. März 2014 meldete der Inhaber von Green Stuff World, Israel Soriano Garcia, beim European Union Intellectual Property Office, kurz EUIPO, 2 sogenannte Geschmacksmuster auf Modellierwerkzeuge an und brachte über seine Firma Green Stuff World das Rollmaker-Tool heraus. Dieses Rollmaker-Tool war eine exakte 1:1 Kopie inklusive aller Abmessungen des Tube-Tools. Aber Moment, Geschmacksmuster? Was ist ein Geschmacksmuster? Wikipedia sagt hierzu, ein Design- oder Geschmacksmuster ist ein gewerbliches Schutzrecht, das seinem Inhaber für bestimmte Waren ein Ausschließlichkeitsrecht zur Benutzung einer ästhetischen Erscheinungsform, Gestalt, Farbe, Form verleiht. Und ganz wichtig, ein Designrecht ist ein ungeprüftes Schutzrecht. Im Eintragungsverfahren werden die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart nicht geprüft, sondern nur formale Voraussetzungen für die Registrierung. Das heißt, man muss keinesfalls der Urheber eines Produktes sein, um sich dieses Recht eintragen zu lassen. Das Erfüllen bestimmter Formalien genügt bereits. Die Gebühren für so einen Eintrag sind mit etwa 400 bis 500 € auch relativ niedrig und wie es der Zufall will, sind sowohl Green Stuff World als auch die EUIPO im selben Ort ansässig, nämlich im spanischen Alicante. Im Anschluss an diesen Geschmacksmustereintrag passierte dann Folgendes. Green Stuff World legte ihren Geschmacksmustereintrag der Verkaufsplattform eBay vor, die unter anderem PK Pro als Vertriebsweg für das Tube-Tool nutzte. Somit wurde dann umgehend der dortige Verkauf des von Stefan Nihus entwickelten Tube-Tools aufgrund von Urheberrechtsverletzungen untersagt. Natürlich wandte sich Stefan als Urheber an Green Stuff World, aber es kam weder zu einem vernünftigen Dialog noch zu einer Einigung. Als nachweislicher Urheber hätte Stefan natürlich nun einen Gerichtsprozess im spanischen Alicante anstreben können, um seine Rechte durchzusetzen. Dies hätte aber nicht nur etliche Monate oder gar Jahre gedauert, sondern auch mehrere tausend € an Auslagen und Kosten verursacht. Und zwar selbst dann, wenn Stefan zuvor selbst so ein Geschmacksmuster eingetragen oder gar ein Patent angemeldet gehabt hätte. Denn um seine Ansprüche durchzusetzen, hätte es in jedem Fall eines Prozesses in Alicante gegen Green Stuff World bedurft. Und das für einen anfangs rund 20 € und später nur etwa 10 € teuren Artikel, von dem Stefan bis heute nur 750 Exemplare verkauft hat. Kurzum, weder der Eintrag eines Geschmacksmusters noch ein Patent hätte Stefan Nihus vor dem Vorgehen von Green Stuff World geschützt. Und ein Gerichtsprozess im Ausland hätte von den Kosten her in keinem Verhältnis zum Verdienst mit seinem Produkt gestanden. Aber hier sind wir jetzt beim Copyright-Recht und einer völlig anderen Baustelle. Zweites Beispiel.
Nachdem Green Stuff World im Juli 2016 ihre Motivlocher bzw. Leaf Punches herausgebracht hatte, entschied sich der deutsche Online-Händler PK Pro, solche Tools ebenfalls in sein Sortiment aufzunehmen. Die Anfrage bei einem chinesischen Produzenten ergab, dass in Europa bereits einige Kunden mit solchen Tools beliefert wurden. Doch der chinesische Produzent unterstrich, dass er seit 2006 ein weltweites Patent auf diese Tools besitzt. In Abstimmung mit PK Pro wurden dann neue Motive für die zu stanzenden Blätter entworfen, um damit nicht nur eigene Produkte zu bekommen, sondern auch, um sich von den Green Stuff World Lochern abzugrenzen. Ende September 2016 kündigte PK Pro seine PK Punches dann offiziell anhand einiger Fotos an. Erhältlich waren die PK Punches dann ab dem 1. Oktober 2016. Doch genau einen Tag vorher, am 30. September 2016, meldete Green Stuff World beim European Union Intellectual Property Office wieder ein Geschmacksmuster an. Dieses Mal bezog sich das Geschmacksmuster allerdings auf die Form der Locher, also nicht auf etwaige Blätter, die gestanzt werden können, sondern auf die haptische Form des Lochers, zu dem der chinesische Produzent seit 2006 das weltweite Patent besitzt. Unmöglich? Nein, denn wie gesagt, im Eintragungsverfahren für so ein Geschmacksmuster werden nicht die Voraussetzungen der Neuheit und Eigenart geprüft, sondern nur einige formale Voraussetzungen für die Registrierung. Mit diesem Geschmacksmuster ausgestattet unterband Green Stuff World dann kurz darauf die Verkäufe der PK Punches auf eBay und Amazon. Denn wie schon im ersten Beispiel erwähnt, reicht es auf diesen Plattformen völlig aus, seinen Anspruch auf Urheberrechtsverletzung oder Ähnliches geltend zu machen. eBay und Amazon sperren daraufhin den Artikel und schlimmstenfalls direkt den gesamten Marktplatzshop des Anbieters. Erst wenn der Kläger, also in diesem Fall Green Stuff World, seine Anklage zurücknimmt, wären auf eBay die Verkäufe der PK Punches wieder möglich gewesen. Hierzu hätte es natürlich entweder eines Einlenkens oder eines Gerichtsprozesses mit einem Urteil bedurft. Und wie schon im ersten Beispiel ist ein solcher Prozess im spanischen Alicante mit erheblichen Kosten verbunden. Hinzu kommt, dass der Patentinhaber des von Green Stuff World angemeldeten Geschmacksmusters ja eigentlich der chinesische Produzent ist. Was dennoch folgte, waren rund ein halbes Jahr lang diverse Anwaltsschreiben zwischen PK Pro und Green Stuff World. Letztlich ohne irgendein Ergebnis, denn irgendwann meldete sich Green Stuff World einfach gar nicht mehr. Gekostet hat dies PK Pro dennoch etwa 10.000 € an Übersetzungs- und Anwaltskosten sowie natürlich jede Menge Zeit. Zwar konnte PK Pro währenddessen seine PK Punches über den eigenen Webshop verkaufen, aber damit natürlich nur einen Teil seiner ursprünglichen Kunden erreichen. Und wie bei Neuerscheinungen üblich, war nach dem verstrichenen halben Jahr ohnehin die Nachfrage nach solchen Tools gedeckt. Hier nochmal kurz das am 2. Januar 2020 veröffentlichte Statement von Green Stuff World. We are a small family business. This is my hobby and my life, and I'm very proud of what we have been achieved after many years of hard work. Ich persönlich habe bei meiner Recherche einen etwas anderen Eindruck von der Firma Green Stuff World erhalten. Zwar hat sich Green Stuff World in den von mir recherchierten Fällen immer im Rahmen geltender Gesetze bewegt, aber aus meiner Sicht auch entsprechende Gesetzeslücken und Verfahrensabläufe ganz bewusst für sich genutzt. Keine Frage, solche harten Bandagen sind in anderen Branchen ebenfalls üblich, doch rechtlich einwandfrei heißt nicht automatisch auch moralisch einwandfrei. Zumindest für mich. Auch das zunächst sehr harte Vorgehen gegen Naomis Video, in dem direkt über YouTube eine Abschaltung und Verwarnung erfolgte, passt für mich nicht zu der Aussage Green Stuff Worlds: We would like to apologize again for the serious misunderstanding, for having damaged her channel in some way, for having made her part of a legal dispute between companies that have nothing to do with her. Die Abschaltung und Verwarnung erfolgte auf Antrag von Green Stuff World. Wie kann das ein Missverständnis gewesen sein? Egal, nach all diesen Aussagen, Ereignissen und meinen Recherchen bin ich für mich zu dem persönlichen Schluss gekommen, dass ich keine Produkte mehr von Green Stuff World kaufen, nutzen oder über den TWS-Kanal vorstellen und damit euch empfehlen und somit bewerben werde. Die beiden bisherigen TWS-Videos zu Green Stuff World-Produkten habe ich gelöscht. Auch wenn übrigens eines der Videos das 9. Video im TWS-Archiv war. Doch den Verlust an Aufrufen, Likes und Reichweite nehme ich gerne in Kauf.
Weiterhin werde ich in den kommenden Tagen alle Verlinkungen zu Green Stuff World aus sämtlichen TWS-Videobeschreibungen entfernen. Dennoch, und das möchte ich hier ganz klar betonen, dies ist meine persönliche Entscheidung und Meinung. Ich möchte hiermit weder zu einem Shitstorm gegen oder gar Boykott von Green Stuff World aufrufen. Ich möchte mit diesem Video nur das Ergebnis meiner Recherchen zeigen und euch über Hintergründe informieren, zu denen ihr eventuell bislang keinen Einblick hattet. Und damit niemand denkt, ich habe dieses Video nur veröffentlicht, um aus der aktuellen Situation möglichst viele YouTube-Klicks herauszuschlagen, ist dieses Video nicht monetarisiert. Das heißt, egal wie viele Leute sich dieses Video anschauen, ich erhalte nicht einen Cent an Werbeeinnahmen dafür. Außerdem möchte ich eventuelle Hasskommentare oder weiteren Shitstorm gegen Green Stuff World vermeiden. Entsprechend habe ich den Kommentarbereich unter diesem Video und auch unter meinen entsprechenden Facebook-Postings deaktiviert. Bildet euch einfach in aller Ruhe eure eigene Meinung. Und wer dann weiterhin bei Green Stuff World einkaufen und oder deren Produkte vorstellen mag, soll das natürlich gerne tun. Ich möchte definitiv niemandem etwas vorschreiben oder gar meine Meinung aufdrängen. So, das war's von meiner Seite aus zu Green Stuff World. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag zu einem angenehmeren Hobbythema wieder. Bis dann.